Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Sigmund Freud. Sämtliche Werke und Briefe stellt eine einzigartige und umfassende Sammlung des bahnbrechenden Werks des berühmten Psychoanalytikers dar. Freud, oft als Vater der Psychoanalyse bezeichnet, hat tiefe Einblicke in das menschliche Verhalten, das Unbewusste und die Entwicklung der Persönlichkeit gewonnen. Diese Edition umfasst nicht nur Freuds wissenschaftliche Publikationen, sondern auch seine Briefe, die die Entwicklung seiner Theorien und seinen persönlichen Austausch mit Kollegen, Freunden und Familie beleuchten. Damit erhalten Leser einen vollständigen Einblick in Freuds intellektuelle Welt und seine Überlegungen zu vielen psychologischen Themen, die heute noch aktuell sind. Die Lektüre dieses Gesamtwerks erlaubt es, Freuds Denkweise zu verstehen, die Ursprünge zentraler Begriffe wie das Es, Ich und Über-Ich nachzuvollziehen und seine Methoden zur Interpretation von Träumen, Neurosen und menschlichem Verhalten kennenzulernen. Mit seinen mehr als 30 Bänden bildet dieses Werk eine der wichtigsten Quellen für alle, die sich mit Psychologie, Philosophie und den Grundlagen des menschlichen Geistes beschäftigen möchten. Gleichzeitig dient es als inspirierender Ausgangspunkt für Diskussionen über das Selbst, die Gesellschaft und die Dynamik des Verstandes. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Entdeckung des Unbewussten. Freuds bedeutendste Errungenschaft war die Entdeckung des Unbewussten. Er stellte fest, dass ein großer Teil unserer Gedanken, Gefühle und Motivationen außerhalb unseres bewussten Erlebens abläuft. Dieses Konzept revolutionierte, wie Psychologen und die breite Öffentlichkeit das menschliche Verhalten verstehen. Freud entwickelte Methoden wie die freie Assoziation und Traumdeutung, um Zugang zu diesen unbewussten Prozessen zu erhalten. In seinen Werken erklärt er eindrucksvoll, wie verdrängte Wünsche, Ängste und traumatische Erlebnisse das Verhalten und Erleben von Menschen beeinflussen können. Die Analyse von Träumen und Versprechern, Fehlleistungen, dienen Freud als Fenster zum Unbewussten, wodurch er den Grundstein für die moderne Psychotherapie legte. Er verdeutlicht, dass das Unbewusste nicht nur Störungen hervorrufen kann, sondern auch Quelle von Kreativität und Problemlösung ist. Zweitens: das Strukturmodell der Psyche. Es, Ich, Über-Ich. Freud entwickelte das berühmte Strukturmodell der Psyche, das aus Es, Ich und Über-Ich besteht. Im Es herrschen die Triebe und unbewussten Wünsche. Es strebt nach sofortiger Befriedigung. Das Ich ist der bewusste, realitätsorientierte Teil, der zwischen den Impulsen des Es und den moralischen Anforderungen des Über-Ich vermittelt. Das Über-Ich repräsentiert die verinnerlichten Normen und Moralvorstellungen, die durch Erziehung und Gesellschaft geprägt wurden. In Freuds gesammelten Werken wird ausführlich beschrieben, wie Konflikte zwischen diesen Instanzen zu psychischen Symptomen führen können und wie sie durch psychoanalytische Therapie bearbeitet werden. Dieses Modell liefert bis heute zentrale Ansätze für die Psychoanalyse und trägt zum Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung, psychischen Konflikten und sogar gesellschaftlichen Prozessen bei. Drittens: Kindheit, Sexualität und Entwicklung. Ein weiteres zentrales Thema in Freuds Werk ist die psychosexuelle Entwicklung. Freud argumentiert, dass die Kindheit entscheidend für die Entwicklung der Persönlichkeit ist und dass Sexualität im weiteren Sinne, also die gesamte Lustsuche und Triebbildung, eine zentrale Rolle spielt. In seinen Schriften beschreibt er mehrere Entwicklungsphasen: oral, anal, phallisch, latenz, genital, durch die jedes Kind hindurchgeht. Störungen oder Fixierungen in einer dieser Phasen können nach Freud zu späteren psychischen Problemen führen. Mit diesem Ansatz hat Freud eine neue Sicht auf Erziehung, Problembewältigung und Identitätsbildung geschaffen. Seine Briefe zeigen, wie er diese Theorien im Austausch mit Kollegen weiterentwickelte und auf neue Erkenntnisse reagierte. Viertens: die Bedeutung von Träumen und Symbolik. Freud war überzeugt, dass Träume eine zentrale Rolle bei der Erschließung unbewusster Prozesse spielen. Sein Werk Die Traumdeutung ist eines seiner bekanntesten Bücher und zeigt, wie Träume Wünsche und Konflikte verschlüsselt ausdrücken.
Freud entwickelte eine komplexe Symbolsprache, in der bestimmte Traumelemente stellvertretend für verborgene Wünsche oder Ängste stehen. Durch die Analyse von Träumen kann das Unbewusste sichtbar gemacht werden, was nicht nur für die Therapie nützlich ist, sondern auch für das Verständnis von Kunst, Religion und Kultur. In seiner Korrespondenz tauscht er sich mit Zeitgenossen über die Auslegung von Träumen aus und liefert faszinierende Einblicke in die symbolische Verarbeitung von Lebenserfahrungen. Schließlich Trauma, Neurose und Therapie. Ein großer Teil von Freuds Arbeit beschäftigt sich mit psychischen Störungen, insbesondere mit Neurosen wie Angststörungen, Zwangsneurosen und Hysterie. Freud war einer der ersten, der psychische Erkrankungen als Folge innerpsychischer Konflikte verstand, die durch unbewusste Prozesse verursacht werden. Er entwickelte die Psychoanalyse als Therapieform, die auf Gespräch, Traumdeutung und Übertragungsanalyse basiert. Seine Briefe geben einen Einblick in seine therapeutische Praxis und seine Überlegungen zu Behandlungserfolgen und Hindernissen. Freud betonte die Bedeutung von Gespräch und freien Assoziationen, um verdrängte Inhalte zu bearbeiten und Symptome zu lindern. Viele seiner behandelten Fälle sind heute Klassiker der Psychiatrie und bieten ein tiefes Verständnis dafür, wie psychische Heilung möglich wird. Zusammenfassend: Sigmund Freuds sämtliche Werke und Briefe sind eine unverzichtbare Quelle für alle, die sich ernsthaft mit Psychologie, Psychoanalyse, Soziologie, Philosophie oder Kulturwissenschaft beschäftigen möchten. Das Buch richtet sich an Studierende, Fachleute und interessierte Laien, die ein tiefgreifendes Verständnis der psychischen Mechanismen und der menschlichen Natur suchen. Die Lektüre vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern schult auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Man lernt, wie die eigene Biografie, Erziehung und Gesellschaft das Denken und Fühlen beeinflussen. Wer grundlegend verstehen möchte, warum Menschen so handeln, lieben, leiden oder träumen, wie sie es tun, kommt an Freud nicht vorbei. Dieses Gesamtwerk bietet mehr als eine Sammlung theoretischer Abhandlungen. Es zeigt persönliche Entwicklungen, Fehler, Wandlungen und Triumphe eines der größten Denker der Neuzeit. Gerade im Vergleich zu anderen Büchern über Psychologie bietet dieses Werk die Originaltexte, oft ergänzt durch Briefe, die Freuds Gedankenwelt erschließen. Leser profitieren zudem von der historischen Tiefe. Sie erleben mit, wie sich zentrale Begriffe und Methoden herausgebildet haben. Anstatt sich auf populärwissenschaftliche Zusammenfassungen zu verlassen, erhält man hier authentische Einblicke und Inspiration, seine eigenen Ansichten und Handlungen neu zu hinterfragen. Wer Psychologie und die menschliche Seele verstehen will, findet in diesem Werk einen unerschöpflichen Schatz an Wissen und Reflexion. Es bleibt jahrzehntelang relevant und lehrreich und ist damit eine Investition, die das Denken lebenslang bereichert. Wenn Sie unterstützen möchten: Sigmund Freud, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.